Fangen wir an mit Félix Gallardo. 1971, Präsident Nixon erklärt den Krieg gegen Drogen. Es wird die DEA gegründet. Die DEA ist im Wesentlichen eine, ja, man kann sagen, geheimdienstlich operierende Einheit, die vor allen Dingen dann gegen den Opiumhandel vorgehen soll. Die DEA hat nicht den Auftrag, gegen Kokain vorzugehen. Das spielt später noch eine Rolle. Der Vietnamkrieg ist vorbei. Reihenweise werden zurückkehrende Soldaten getestet, auf Drogen und auf Entzug gesetzt. Frankreich steigt unterdessen zum größten Heroinexporteur der Welt auf. Nixon hat gerade die DEA gegründet und Pompidou als französischer Staatspräsident steht vor dem Problem, hey, unsere Geheimdienste haben sich hier abgesetzt, die sind nicht mehr unter staatlicher Kontrolle, die mischen da irgendwie in Korsika mit und haben Riesenlabore. Die DEA bemerkt das natürlich, dass Frankreich sozusagen das Drogenhub Nummer 1 ist, der größte Heroinexporteur der Welt und nennt das Ganze dann The French Connection. Pompidou wendet sich also an Nixon und sagt, hör mal zu, schick doch mal deine DEA hin, ich bin hier machtlos, ne, die machen hier, was sie wollen. Go for it, mach den Krieg gegen Drogen auch hier in Frankreich. Die DEA kommt vorbei, die Amerikaner finanzieren mehrere Operationen, geben Geld, Autos, Infrastruktur und das sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass es ca. 3000 Festnahmen in Frankreich durch die DEA gibt. Die einzigen, die es dann auch vorzeitig schnallen, sind die Chemiker aus diesen ganzen Laboren. Die setzen sich nämlich in den Nahen Osten ab. Das wird später nochmal eine Rolle spielen, wenn wir zu Cousin, Escobar und Gallardo kommen. Mitte der 70er kommt es also zu einer Globalisierung des internationalen Drogenmarktes. Es kommt also durch den Einsatz der DEA vor allen Dingen in Mexiko und Südamerika, aber auch in Frankreich, zu einer Veränderung, zu einem Druck auf den Drogenmarkt, weil sehr erfolgreich eben vorgegangen wird mit rigorosen Methoden. Und hieraus entsteht eine neue Generation Drogenhändler. Diese neue Generation Drogenhändler errichtet ganze Industrien, eben aber in privater Hand, nicht wie vorher in staatlicher. Der Drogenhandel wird nun zu einem sehr beweglichen Geschäft. Kommen wir zum Verbindungsmann Félix Gallardo. Die mexikanischen Bauern verstehen als Erste, dass sich auf dem Weltmarkt etwas bewegt hat. Die French Connection ist zerschlagen worden, der Einsatz der DEA war sehr erfolgreich. Nun merken sie, dass die Preise für Heroin, also ein Opiat, angestiegen sind und denken sich, wunderbar, da steigen wir auch ein.